Was für ein aufregendes erstes Halbjahr 2021. Die Impfprogramme sind in vollem Gange. Aber obwohl Fortschritte spürbar sind, befindet sich die Welt in einem echten Wettlauf zwischen dem Erreichen hoher Impfraten einerseits und dem Auftreten neuer SARS-CoV-2-Varianten andererseits. Die Corona-Pandemie hält die Welt also nach wie vor fest im Griff. Die Biotech-Branche dagegen wird zusätzlich bewegt von einem neuen Medikament, dem Alzheimer-Medikament Aduhelm von Biogen. Dieses erhielt vor wenigen Wochen im Juni diesen Jahres die Zulassung der FDA. Herzlich willkommen, liebe Investorinnen und Investoren, zum heutigen Gespräch anlässlich der Halbjahreszahlen der BB Biotech AG 2021. Mein Name ist Silvia Siegfried-Schanz und ich bin zuständig für die Investor Relations der BB Biotech AG. Ich führe Sie heute durch das Gespräch mit Dr. Daniel Koller, Head Investment Management Team der BB Biotech AG. Daniel, lass uns doch mit dem Sektor starten. Der Biotech-Sektor hat in den letzten Monaten stärker als andere Sektoren um das Interesse der Investoren zu kämpfen. Woran lag das eigentlich? Also ich glaube, insgesamt hat sich der Biotech-Sektor im zweiten Quartal sehr gut entwickelt, inline mit den breiten anderen Aktienmärkten und konnte im Bereich um die 9% im zweiten Quartal zulegen. Ich glaube, die Hauptthematik, die wir gesehen haben im zweiten Quartal, war, dass es zweigeteilt war. Zuerst hat es mit einem sogenannten Sell-off, also mit einer Korrektur begonnen. Die wurde dann wiederum kompensiert im Verlauf des zweiten Quartals, also im Mai und Juni, wo dann die Börsen dementsprechend wieder positiv agiert haben. Und der Grund war schlussendlich, glaube ich, eher über die steigende Inflationsrate, die wir gesehen haben, also sehr stark ansteigende Inflation, mit der nachgelagerten Sorge, dass dementsprechend Zinserhöhungen anstehen. Das ist jedes Mal für die Börse eigentlich ein Warnsignal, zumindest für Wachstumssektoren. Und deswegen kam es initial zu gewissen Gewinnmitnahmen, bevor dann eigentlich mit guten Nachrichten, sei dies eben diese trotz der kontroversen Zulassung von Aduhelm, glaube ich, eine klar positive Nachricht für den Sektor, als auch, wie gesagt, eben weiterhin gute Nachrichten im Bereich der Corona-Impfstoffaktien dementsprechend dort den Sektor antreiben konnte und insgesamt trotz einer Korrektur in vielen kleineren und mittelgroßen Unternehmen schlussendlich ein doch, wie gesagt, High Single-Digit Return zustande kam mit, wie gesagt, 9% für den Sektor. Ich habe es eingangs erwähnt, die Corona-Pandemie hält die Welt nach wie vor in Atem. Was kommt diesbezüglich in der zweiten Jahreshälfte auf uns zu? Also ich glaube, zuerst, wie schon im angesprochen, steht sicherlich an, wie es mit der Durchimpfungsrate auf globaler Ebene weitergeht. Die gute Nachricht ist ja, dass in Ländern, wo dementsprechend hohe Impfquoten erzielt worden sind, die schwerwiegenden Verläufe von Corona-Infektionen dementsprechend abgesenkt werden konnten. Das heißt, der Impfstoff funktioniert. Das Hauptproblem, das wir sehen auf globaler Ebene, ist natürlich viele Länder oder andere Länder dementsprechend nicht hinterherhinken und dort eben dieser Wettlauf entsteht zwischen möglichen neuen Varianten, die entstehen, als auch dann dementsprechend, wie schnell wir auf der anderen Seite bezüglich der Durchimpfung sind. Und diese neuen Varianten bedeuten natürlich auch Herausforderungen und daran arbeitet, wie gesagt, die Industrie wiederum. Das heißt, jetzt schon werden Studien getrieben, sei dies von unserer Portfoliofirma Moderna, im Bereich von dem sogenannten Booster-Shot. Also gebe ich eine dritte Impfung, die wiederum die gleiche Impfung sein kann wie die ersten 2 Injektionen, die man bekommt. Oder seien das dann sogenannte Booster-Shots, die schon spezifisch auf diese Varianten ausgerichtet sind. Also grundsätzlich wird einfach die Welt sich weiter damit beschäftigen, wie einerseits global die Durchimpfungsrate zu steigen, andererseits eben sicherlich vorbereitet zu sein für allfällige Varianten und Mutationen des Virus. Die Zulassung des Alzheimer-Medikaments Aduhelm von Biogen ist eines der Highlights dieses Jahr. Was bedeutet diese Zulassung eigentlich für die Neurologie als Ganzes? Also ich glaube, zuerst muss man auch erwähnen, die Zulassung klar positiv, auch wenn sie natürlich sehr kontrovers war. Es hat dementsprechend auch viele Reaktionen gegeben. Glaube ich, ist in dem Sinne positiv und wie gesagt, die FDA hat darin, glaube ich, auch ein Signal gesetzt, dass, wie gesagt, die Neurologie-Division der FDA einen ähnlichen Prozess eingeleitet hat, wie wir das in der Onkologie vor vielen Jahren schon gesehen haben, das ultimativ schlussendlich zu vielen Zulassungen und vielen Innovationen geführt und dies auch unterstützt hat. Und in der Neurologie, glaube ich, sind wir hier am Beginn, zumindest hat die FDA-Commissionerin dies auch ganz klar geäußert.
Zusätzlich zu Aduhelm-Approval sind sogar 2 andere Antikörper mit einer Breakthrough Designation in dem Sinne ausgestattet worden. Einerseits ein Antikörper von Eli Lilly, der andere war nochmal von Biogen in Kollaboration mit Eisai. Also hier, glaube ich, sieht man ganz klar die Ansätze, dass hier die FDA dementsprechend in der Neurologie einen solchen Anschub leisten will. Und wie gesagt, die Zulassung weniger auf der klinisch relevanten Seite, sondern vielmehr getrieben durch zum Beispiel Biomarker wie die Absenkung dieser Plaques im Hirn oder bei Alzheimer-Patienten. Ich glaube, das zeigt eigentlich die Offenheit, dass hier die FDA dementsprechend neue Wege einleiten möchte und die hoffentlich auch eben diesen Einfluss oder diesen positiven Einfluss nicht nur auf Aduhelm und Biogen natürlich haben, sondern auch auf die breitere Neurologie als Thema. Moderna hat bisher den größten Beitrag zur Portfolio-Performance geleistet. Und mit rund 100 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung gehört es bereits zu den Branchenschwergewichten. Ist damit die langfristige Perspektive eigentlich schon eingepreist oder erwartet ihr noch mehr von der Firma? Also ich glaube, Moderna sicherlich ein Riesenerfolg für unser Portfolio. Wie gesagt, wir sind seit 2018 investiert, wo die Firma privat war. Die Firma hat eine starke Wertsteigerung über die letzten 1,5 Jahre, eben auch getrieben durch den Corona-Impfstoff, der sehr erfolgreich klinisch, aber jetzt auch lanciert war. Und ich glaube, der Markt preist weiterhin ein, dass eigentlich der Corona-Impfstoff die nächsten 2-3 Jahre enorme Umsatz- und Gewinnmöglichkeiten bedeutet für Moderna als solches. Für uns wichtig ist nicht nur der Corona-Impfstoff per se, der natürlich jetzt kurzfristig, wie gesagt, sehr hohe Umsatz- und Gewinnmöglichkeiten bedeutet, sondern mittel- bis langfristig, dass die Firma mit ihrer Plattform ganz große prophylaktische andere Impfstoffthemen adressieren kann oder zumindest versucht, das in der klinischen Entwicklung hat, seien dies prophylaktische Impfstoffe gegenüber beispielsweise Influenza, sei dies RSV oder der CMV-Virus als solches. Das sind jährlich wiederkehrende Impfungen, die dann ein langfristig enormes Potenzial bedeuten. Und wie gerade vor kurzem bekannt wurde, hat, glaube ich, Moderna noch den Ritterschlag bekommen mit der S&P 500 Inclusion. Also wir glauben, das wird weiterhin zusätzliche Investoren in den Titel treiben, die bis jetzt kaum oder wenig Exposure in eben Messenger-RNA-Technologie haben. Welche Portfoliobeteiligungen von BB Biotech haben das Potenzial, im zweiten Halbjahr eventuell durch spannende klinische Daten nicht nur Kurse zu bewegen, sondern sogar Akzente für die ganze Branche zu setzen? Also ich glaube, das zweite Halbjahr wird sicherlich sehr, sehr spannend werden. Fangen wir vielleicht mit einer unserer größeren Beteiligungen an, mit Ionis, die ein schwieriges erstes Halbjahr hinter sich hatte nach 2 negativen Nachrichten. Erwarten wir hier Phase 3 Studiendaten für ein ALS-Medikament, das sie in Kollaboration mit Biogen haben. Ich glaube, das wird sicherlich nochmal wegweisend für die Firma sein, wie die ganze, in dem Fall in Neurologie-Franchise von der Firma sich weiterentwickeln kann. Das ist nur eine. Ich glaube, ganz wichtig werden viele Proof-of-Concept-Daten sein. Das sind noch frühere klinische Studien, die aber wegweisend sind für die Zukunft. Hier würde ich eigentlich 2 Themenfelder erwähnen. Das eine ist die Firma Relay Therapeutics. Die Firma ist, glaube ich, eine der führenden Firmen im Bereich Machine Learning, computerassistierte Identifikation von klinischen Kandidaten und Molekülen. Dort erwarten wir die ersten Proof-of-Concept-Daten für ihren FGFR2-Inhibitor. Das wird sicherlich wegweisend sein, ob eben dieser Ansatz in dem Sinne sich schlussendlich auch in der Klinik beweist und dementsprechend funktionieren wird. Und die letzte Unternehmen, die ich ansprechen möchte, ist die Fate Therapeutics. Die sind im Bereich der stammzellbasierten Therapien unterwegs. Die verwenden ADU, also von erwachsenen Personen isolierte Stammzellen, die sie in sogenannte NK- und CAR-Ts differenzieren. Das sind zellbasierte Therapien, die man im Krebsbereich einsetzt. Dort erwarten wir im Verlauf von eben diesem zweiten Halbjahr wichtige Daten sowohl auf der Response Rate, also auf der Effizienz, wie gut wirkt das Medikament für diese Krebspatienten. Und die ganz wichtige Frage wird adressiert werden, auch wie lange dann diese Effizienz anhält, die sogenannte Durability of Response, wie wir es im Fachjargon nennen. Die wird enorm wichtig sein, um dann eigentlich aufzuzeigen, dass sie mit den ersten Zweitgenerationsprodukten ganz klar kompetieren können und diese ultimativ aus unserer Einschätzung auch sogar verdrängen können in der Zukunft. Also sehr, sehr spannend, was für uns im zweiten Halbjahr zukommt. Nun zu den Technologien.
Welche Technologien erachten die Portfolio-Manager bei der Suche nach neuen Beteiligungen derzeit als besonders aussichtsreich? Also ich glaube, wir sind weiterhin ganz klar interessiert, was im Bereich der RNA-basierten Therapien passiert. Dort haben wir aber schon längere Investments wie im Bereich Antisense oder siRNA. Das sind unsere Firmen wie Ionis und Alnylam oder eben natürlich die Moderna mit der Messenger-RNA. Das wird ein wichtiges Thema bleiben, nicht nur jetzt im Bereich der Impfstoffe, sondern auch vor allem für die anderen, wo die Hauptfrage sein wird, ob man aus diesem Orphan, also den seltenen Krankheiten mit geringen Patientenfallzahlen in die größeren und großen Indikationen eigentlich sich weiter bewegen kann, weil das dementsprechend wichtig ist. Ich glaube, andere Therapien, ich habe schon ganz kurz die Fate angesprochen, eben im zellbasierten Bereich sicherlich wichtig, weil dort, wie gesagt, eine Evolution oder sogar eine Revolution stattfinden kann. Und dann ganz wichtig für den Sektor ist der Weiterverlauf, wie sich auch die genetischen Medikamente, also vor allem die Genscheren-Therapien entwickeln, wo wir mit CRISPR Therapeutics positioniert sind. Intellia hat, nicht in unserem Portfolio vertreten, sehr spannende Daten, sehr frühe Daten gezeigt. Und auch dort wiederum sind wir schon in die nächste Generation dieser Genscheren-Therapien, zum Beispiel mit einer Beam Therapeutics im sogenannten Base Editing investiert. Das heißt eine Technologie, bei der man wirklich spezifisch eine genetische Mutation in dem Sinne der DNA der Patienten schlussendlich sogar korrigieren und auskorrigieren kann. Das ist aus unserer Sicht einer der nächsten großen spannenden Schritte, die anstehen. Und zum Schluss das Thema künstliche Intelligenz. Dieses ist in aller Munde. Und auch wir haben hier vor kurzem einen Experten an Bord geholt. Was hat euch dazu bewogen? Es gab vielleicht ganz kurz zuerst, künstliche Intelligenz ist ein sehr breiter, aus unserer Perspektive oder Einschätzung sogar meistens zu breit eingesetzter Begriff. Wir verstehen eigentlich vor allem wir haben uns eigentlich dort verstärkt, vor allem aufgrund von zwei Aspekten. Das eine ist, wir werden mit einer immer stärker und schneller bewegenden Industrie konfrontiert, die sehr, sehr viele Daten publiziert und öffentlich macht. Das heißt, wie gehen wir als Team mit dieser Datenflut und dieser immer schneller bewegenden Industrie um uns dort dementsprechend auch weiterhin, glaube ich, klar kompetitiv zu positionieren. Also das heißt, wie verarbeiten wir als Team diese Daten, um das schlussendlich in den Anlageprozess einfließen zu lassen. Und der zweite Aspekt, wie schon mit Relay angesprochen ist, dass immer mehr Firmen computerassistierte Verfahren, Data Science etc., computerbasierte Modelle verwenden, in dem Sinne, wie sie zum Beispiel klinische Moleküle in dem Sinne am Reißbrett entwickeln oder eben sogenannt am Computer entwickeln und identifizieren. Dort geht es darum, können wir diese Firmen dementsprechend gut einschätzen, um dann natürlich die Idee zu haben, das mittel- bis längerfristigen Portfolio stärker vertreten zu haben. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das uns auch in den kommenden Jahren klar beschäftigen wird und aus unserer Sicht eine sehr interessante Perspektive bietet. Herzlichen Dank, Daniel, für das interessante Gespräch. Wir haben jetzt erfahren, dass wir hoffnungsvoll in die kommenden Monate schauen dürfen. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen und Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.